ich hoffe, es geht euch gut und ich dachte mir, dass wir heute mal über das neue Isana BHA Peeling Konzentrat sprechen. Manche von euch waren so ungeduldig, was meine Review dazu angeht, deswegen habe ich mich möglichst schnell beeilt, euch meine persönliche Meinung dazu mitteilen zu können. Ich habe es jetzt auch einige Male ausprobiert und habe ein paar Gedanken dazu, die wahrscheinlich vielen nicht so gut gefallen werden, aber dazu später mehr. Und falls ihr es cool findet, dass ich so schnell am Start bin mit meiner Review, dann lasst diesem Video doch gerne ein Däumchen nach oben da, schreibt einen Kommentar und über ein Abo würde ich mich selbstverständlich auch riesig freuen. Bevor ich zu dem BHA-Peeling von Isana komme, will ich noch mal kurz eure Meinung zu einem anderen Produkt wissen. Und zwar habe ich kürzlich das Isana Balance Serum Anti-Stress entdeckt. Das ist auch noch original verpackt. Und meine Frage ist jetzt, ob euch auch eine Review zu diesem Serum interessieren würde. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, damit ich einfach besser einschätzen kann, ob ich dazu auch ein einzelnes Video und einen Blogpost machen soll, weil zu dem Isana BHA Peeling Konzentrat habe ich auch einen Blogpost verfasst. Also falls ihr euch das Ganze nochmal durchlesen möchtet und einfach auch nochmal in Ruhe verinnerlichen wollt, ich packe euch den Blogpost selbstverständlich unten in die Infobox und oben in das i. Ich will noch ganz kurz auf die Besonderheiten von BHA eingehen, was das ist, für wen es geeignet ist und was man beachten sollte. BHA ist die Abkürzung für Beta-Hydroxyacid und wenn wir im kosmetischen Zusammenhang von jener Stoffgruppe sprechen, dann meinen wir meistens die Salicylsäure und Salicylsäure hat einige Vorteile für die Haut. Sie kann sie nicht nur sanft peelen, indem sie den Zusammenhalt zwischen den abgestorbenen Hornzellen lockert, wodurch diese schneller abgestoßen werden und was natürlich eben für diesen peelenden Effekt sorgt und für eine weichere und weniger raue Haut, sondern sie ist auch noch talgregulierend und sie kann Entzündungen vorbeugen, weshalb sie auch prädestiniert ist für Menschen mit einer eher öligen Haut und auch für Personen, die zu Entzündungen wie beispielsweise Pickel neigen. Was bei Peelings natürlich enorm wichtig ist, egal ob es mechanische Peelings oder Säurepeelings sind, ist die Verwendung von Sonnencreme. Das heißt, wenn ihr regelmäßig auf Peelings zurückgreift, dann solltet ihr an den entsprechenden Stellen auch Sonnencreme auftragen bzw. euch anderweitig vor UV-Strahlung schützen. Nachdem wir uns die Vorteile von Salicylsäure in Erinnerung gerufen haben, komme ich jetzt selbstverständlich zu dem Isana BHA Peeling Konzentrat. Hier soll 2% Salicylsäure enthalten sein, was wirklich eine großartige Konzentration ist, um auf Dauer auch einen gewissen Effekt auf die Haut feststellen zu können. Ich würde zunächst was zur Formulierung und zum Herstellerversprechen sagen und dann zu meiner persönlichen Erfahrung übergehen. Isana verspricht: Das Konzentrat unterstützt den natürlichen Hauterneuerungsprozess. Die eingesetzte Salicylsäure kann in den Talg der Poren eindringen und löst leicht obere, abgestorbene Hautschüppchen. Die Poren wirken ebenmäßiger und die Haut glatter und verfeinert. Angereichert mit Panthenol wird die Haut beruhigt und gepflegt. Die Haut wird sofort intensiv mit Feuchtigkeit versorgt. Ich persönlich finde, dass sich das Herstellerversprechen mit der Zusammensetzung des Produkts deckt, denn wir haben hier 2% Salicylsäure enthalten, welche den Hauterneuerungsprozess unterstützt, sprich sie wirkt peelend und da Salicylsäure eben auch talgregulierend wirken kann, kann sie dazu beitragen, dass Poren ebenmäßiger bzw. kleiner erscheinen, was ich jetzt nicht so hundertprozentig unterstützen kann aus meiner persönlichen Erfahrung, ist das Versprechen, dass das Produkt die Haut mit Feuchtigkeit versorgen soll. Denn das habe ich auf meiner eher trockenen Haut überhaupt nicht wahrgenommen, sondern empfand das Produkt nach dem Antrocknen als eher trocken und ein bisschen unangenehm. Im Allgemeinen ist die Formulierung des Isana Peeling Konzentrats relativ minimalistisch gewählt. Wir haben ja auch keinerlei Parfümierung oder deklarationspflichtige Duftstoffe enthalten. Das steht auch ganz fett drauf, dass das Produkt parfümfrei ist. Und ich muss sagen, dass ich langsam davon weggehen möchte, große Unternehmen dafür zu bejubeln, dass sie Produkte ohne Duft oder ohne deklarationspflichtige Duftstoffe anbieten. Ich meine, ich mache das schon seit Jahren. Wir haben das Jahr 2022 und ich habe dennoch das Gefühl,
dass dieses Thema immer noch so ein Krampf ist, weil die Unternehmen immer wieder mit der gleichen Leier anfangen. Ja, die meisten Leute wollen Duft, die meisten Leute wollen was Parfümiertes haben. Aber seit Jahren werden aufgrund dessen Menschen immer wieder ausgeschlossen, wie zum Beispiel DuftstoffallergikerInnen, AsthmatikerInnen oder Personen, die eine Hypersensitivität gegenüber Düften haben, wie zum Beispiel Menschen im autistischen Spektrum. Deshalb finde ich es ein bisschen schwierig, diese großen Unternehmen dafür zu bejubeln, dass sie so langsam mal anfangen, bestimmte Personengruppen nicht auszuschließen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier nur vom kosmetischen Bereich sprechen. Es gibt noch Waschmittel, es gibt Putzmittel und viele, viele andere Produkte und Dinge, die parfümiert sind oder die Duftstoffe enthalten und wo Menschen einfach komplett ausgeschlossen werden, was natürlich sehr, sehr schade ist. Aber wir haben einfach das Jahr 2022 und meiner Meinung nach sollte dieser Weg schneller gegangen werden. Keine Ahnung, wie ihr das seht, aber ich persönlich spreche hier als Duftstoffallergikerin und ich habe nach wie vor Probleme, in bestimmten Bereichen Produkte zu finden, wie zum Beispiel Waschmittel oder Spülmittel. Ich war zum Beispiel letztens im Supermarkt und habe händeringend ein Spülmittel ohne Duftstoffe gesucht und die Regale waren voll mit den verschiedensten Produkten, mit den verschiedensten Düften, aber es war kein einziges Spülmittel ohne Duftstoffe dabei. Ich habe zwar das von Domol da, also von der Rossmann Eigenmarke, aber da ist die Reinigungsleistung einfach kaum vorhanden und ich finde es nach wie vor schwierig, auch bei Waschmitteln etwas zu finden. Deshalb schreibt mir gern unten in die Kommentare, wo man am besten duftstofffreies Waschmittel, Spülmittel kaufen kann und das möglichst easy. Also ich würde ungern online bestellen wollen. Dann schaue ich mich gerne mal um, aber in den Drogerien sieht es nach wie vor mau aus und wenn man dann nur die Wahl hat zwischen 2 Produkten und eins davon ist doof und das andere verträgt man eventuell nicht, ja, dann war es das halt gewesen und man hat gar keine Wahl mehr und muss das Zeug teuer online bestellen. Ich habe das Peeling von Isana nun einige Male verwendet und muss sagen, dass es echt eine Qual war, denn mir gefällt weder die Textur noch das Hautgefühl. Immer wenn ich es aufgetragen habe, hat es sich angefühlt, als würde ich eine Dr. Oetker Kaltschale auf meinem Gesicht verteilen. Es fühlt sich irgendwie so an, als wäre hier ein Ticken zu viel Stärke drin, denn nach dem Antrocknen hat das auch wie so eine Art stärkehaltigen Film auf der Haut ausgebildet, was ich persönlich überhaupt nicht mag. Das heißt, ich konnte keine Produkte darunter leeren, ich konnte keine Produkte darüber leeren, weil sich das dann so unangenehm, schleimig und ja, irgendwie strange angefühlt hat. Sprich, die einzigen Vorteile bei diesem Peeling sind einmal die Konzentration der Salicylsäure, also wir haben hier 2% enthalten, was für Drogerieverhältnisse echt nicht verkehrt ist, und der pH-Wert bewegt sich in einem Bereich zwischen 3,0 und 3,5. Das heißt, dass das Produkt für Menschen mit öliger Haut ganz gut geeignet sein könnte, denn ich habe auch einiges an Feedback bekommen von Menschen mit öliger Haut, dass wenn Peelings einen zu hohen pH-Wert hatten, also alles, was so zwischen 3,5 und 4,5 liegt, dass es keine Auswirkungen auf die Haut hatte, also dass man da nichts gemerkt hat von dem Peeling. Deswegen denke ich, dass das hier eventuell zu öliger Haut ein bisschen besser passen könnte, denn Saures kann besser in die Haut eindringen und wenn da nochmal so eine Barriere in Form von Talg vorhanden ist, dann ist das auf jeden Fall hilfreich. Zusammenfassend muss ich sagen, dass das Peeling kein Favorit von mir wird und dass ich es definitiv nicht nachkaufen werde. Von der Formulierung ist es in Ordnung, aber mir persönlich sagt die Textur und das Hautgefühl nicht zu, weshalb ich es nur abends benutzen konnte und auch nur solo, weil es, wie gesagt, mit den anderen Produkten sich nicht ganz so gut angefühlt hat. Ich meine, es kostet nur 3,99 € und wenn euch so Texturen und Hautgefühl nicht allzu sehr stören, dann könnt ihr euch das definitiv mal anschauen, vor allem wenn ihr zu öliger Haut neigt.